Hallo und herzlich willkommen auf fossilinsight.de. Mein Name ist Hendrik und wir machen heute einen weiteren AEO Wasserkühlungsumbau. Diesmal mit der Antec K240, die wir bereits 2018 im Test hatten. Heute bauen wir die K240 so um, dass wir sie anschließend zum Testen von Wasserkühlungskomponenten benutzen können, wie zum Beispiel CPU-Kühler oder Grafikkartenkühler. Viel Spaß! Okay, schauen wir uns dazu die AEO jetzt einmal im Detail an. Eine Besonderheit bei der Antec K240 ist, dass Antec die Pumpe nicht im Kühler untergebracht hat, sondern im Radiator. Deshalb ist der Teil hier auch ein bisschen größer als gewöhnlich und wir haben hier diesen Stromanschluss. Das werden wir uns zunutze machen, indem wir im Prinzip den Teil CPU-Kühler und Schlauch abmachen und nur den Radiator mit der Pumpe benutzen werden, um dann später Schnellverschlüsse anzuschließen und dann mittels dieser Schnellverschlüsse einfach, wenn es zum Testen benötigt wird, Komponenten an- und abschließen können, wie wir wollen. Okay, das heißt, wie auch in den anderen Anleitungsvideos, gucken wir einfach mal. Die AEO-Hersteller wollen natürlich nicht, dass man das auseinander nimmt. Deshalb ist das alles nur so ein bisschen doppelt und dreifach gesichert. Ich habe jetzt hier mit einem Teppichmesser einfach erstmal diesen, das ist wahrscheinlich Schrumpfschlauch, eingeschnitten und dann mit einem kleinen Schlitzschraubendreher aufgehebelt. Das kriegen wir dann so schon mal ab. Und jetzt haben wir hier das Fitting mit diesem Gewebeschlauch drüber. Da werden wir jetzt einfach erstmal das gleiche versuchen und gucken, was dann passiert. Ja, da tritt schon Flüssigkeit aus. So, hier habe ich mir wieder einen Schlitz gemacht mit dem Teppichmesser und gehe jetzt mit dem Schlitzschraubendreher da rein und hebel das auseinander. Ja, da sehe ich auch schon das Fitting. So. Da ist die erste Seite schon ab. Und jetzt versuchen wir einfach erstmal so viel Flüssigkeit wie möglich aus dem Loop rauszubekommen, damit wir uns einfach später nicht damit beplempern. So, jetzt die zweite Seite auf die gleiche Weise. Wieder eingeschlitzt und mit dem Schlitzschraubendreher kann ich das jetzt ganz einfach auseinandernehmen und darunter wieder ein Schlitz. Okay, jetzt holen wir uns die ganze restliche Flüssigkeit aus dem Radi.
Gut, damit wäre der Teil auch schon erledigt. Den CPU-Kühler brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber mal sehen, was wir damit noch anstellen können. Das ist ja im Prinzip ein normaler Wasserkühler. Vielleicht kann man den auch noch für irgendwas gebrauchen. Okay, soweit so gut. Als nächstes wollen wir das Ganze ein bisschen spülen. Dafür habe ich mir ein Glas Wasser mit destilliertem Wasser vorbereitet. Und das ziehe ich mir jetzt einfach auf eine kleine Spritze. Und drücke das dann in den Radiator rein. So viel passt da ja normalerweise auch nicht rein. Das Ganze wiederholen wir dann einfach ein paar Mal und dann spülen wir das alte Kühlmittel da raus. So, ein bisschen schütteln. So eine Spritze kriegt man übrigens ganz einfach in der Apotheke. Die gucken zwar erstmal ein bisschen komisch, wenn man danach fragt, aber wenn man erklärt, dass man das zum Basteln haben möchte, dann haben die ja normalerweise nichts dagegen. Okay. Gut. Also wir haben jetzt den Radiator mit Pumpe vom restlichen Kühler und Verschlauchung befreit. Haben das Ganze durchgespült und jetzt haben wir hier ganz normale 8 mm Schlauchtönen. Und da werden wir jetzt klaren 8 mm Schlauch, den habe ich aus dem Baumarkt, den gibt es aber auch zum Beispiel bei Case King zu kaufen, ich glaube bei Aquatuning auch. Der passt da wunderbar rüber. Den werden wir jetzt da montieren. Und ich schneide den mal gerne nochmal gerade ab, dass man eine gute Kante hat. Und das ist natürlich Geschmackssache, aber weil ich persönlich Schlauchtönen optisch nicht ganz so toll finde, mache ich immer noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber. Das heißt, man schneidet sich ein Stück Schrumpfschlauch ab, länger als die Schlauchtülle. So, 2 Stück. Dann dran denken, das zuerst über den Schlauch ziehen, hinterher geht nicht, oder ist schwieriger auf jeden Fall. So, und dann kann man das einfach drüber ziehen und dann festschrumpfen. Und dann sieht das eigentlich ganz schick aus, auch wenn das eigentlich nur eine Schlauchtülle ist. Das ist ja nicht mehr so beliebt jetzt. Okay. Wir hatten das in anderen I/O-Umbauanleitungen schon mal gemacht und das werde ich heute auch wieder so machen, dass wir auf der einen Seite von Alphacool den Eisflügel, heißt der, das ist ein Durchflussanzeiger, verwenden. Und zwar aus dem Grund, weil der an drei Seiten Eingänge hat, sodass wir einen davon zum Befüllen benutzen können oder also wir werden nicht den kompletten Loop damit befüllen, aber auf jeden Fall versuchen dann hierüber die restliche Luft rauszubekommen, indem wir dann den dritten Port dafür verwenden. Das heißt, auf der einen Seite lassen wir, das ist natürlich auch Geschmackssache, ich würde jetzt das hier hinsetzen ungefähr,
setzen wir den dazwischen. Und dann kann das damit dann gut entlüftet werden, das System. So. Für den 8 mm Schlauch benutzen wir ganz normale Überwurf-Fittings. Das heißt, man hat das normale Fitting und eine Überwurfmutter. Die kommt vorher über den Schlauch und dann kann man das ganz einfach so zusammenfügen und die Überwurfmutter sichert dann den Schlauch. Auf die andere Seite genauso. Okay. Von der Länge her ist es so, dass die meisten AEO-Hersteller so zwischen 35 und 40 cm normalerweise nehmen. Bei Schläuchen ist immer so ein bisschen plus minus. Da sich das jetzt hier um ein Testsystem handelt und das auch nicht in ein Gehäuse eingebaut wird, können wir auch ruhig ein bisschen mehr nehmen, damit wir dann ein bisschen mehr Spielraum haben. Das heißt, wenn ich jetzt beide so nebeneinander habe mit dem Durchflussanzeiger drin, der nimmt ja ein bisschen Schlauchweg weg. Deshalb habe ich das vorher nicht abgeschnitten. Werde ich das jetzt vielleicht, das werden so 45, vielleicht 50 cm sein. Genau. Jetzt haben wir schon mal den Schlauch an der AEO und als nächstes geht es dann auch schon ans Befüllen. Bevor wir mit dem Befüllen beginnen, müssen wir aber noch vorbereiten, dass wir am Ende, wenn wir Flüssigkeit im System haben, das Ganze dann auch abgeschlossen bekommen. Und da wir keine Kühler anbauen, sondern in dem Fall diese Schnellverschlüsse, müssen wir die erst noch vorbereiten. Das sind Eiszapfen von Alphacool. Die sind relativ groß, haben aber den Vorteil, dass man die ganz einfach an das Gegenstück anschließen kann und das schließt dann den Loop. Ich habe das Gegenstück in dem Fall jetzt mal so vorbereitet, dass ich die beide zu einem U verbunden habe. Normalerweise wäre dann hier ein Kühler. Leider gibt es im Moment nur die Variante mit G Viertelzoll Außengewinde. Die gab es auch mal mit G Viertelzoll Innengewinde, aber die sind momentan nicht lieferbar. Deshalb nehmen wir jetzt so eine Mutter, die wir dann noch darüber machen, damit wir dann vom Außengewinde auf ein Innengewinde kommen und schrauben dann auch einfach wieder unsere Überwurf-Fittings da dran. Das Ganze ist relativ groß und lang, sieht jetzt auch nicht, naja, ist natürlich Geschmackssache, aber es gibt sicherlich Schöneres. Aber von der Funktionalität her sind die einfach klasse und für unser Testsystem sind die perfekt geeignet. Deshalb benutzen wir die. So, dann machen wir auch noch die beiden Überwurfmuttern gleich über den Schlauch, damit wir das später nicht machen müssen, wenn dann schon Flüssigkeit drin ist. Okay, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich habe hier so eine Laborflasche, nennt sich das. Die hat so einen Spritzschnorchel und habe dort blaue DP Ultra Flüssigkeit von Aquacomputer drin. Die benutze ich persönlich sehr gerne, weil die
die Farbe ist sehr, sehr knallig und zuverlässig. Das ist das Ganze. Das fängt auch nicht irgendwann aus, irgendwie komisch auszuflocken oder zu verfärben oder so, sondern also da habe ich verschiedene Farben auch schon sehr lange im Einsatz gehabt und da kann man sich gut drauf verlassen. Okay, beim Radiator ist es so, die sind normalerweise in 2 Kammern aufgebaut, dass man pro Fitting immer die Hälfte des Radiators so fließen hat. Hier fließt das Wasser dann rüber auf die andere Seite und fließt dann hier zurück, beziehungsweise je nachdem wie die Pumpe eingebaut ist, halt andersrum. Jedenfalls ist es praktischer, wenn man die Seite ein bisschen höher lagert, damit die ganze Luft von unten möglichst hier nach oben kommt und dann hier hoffentlich auch aus den Schläuchen rauskommt. Ja, hier sieht man es, also ich kriege jetzt hier durch Schütteln noch eine ganze Menge Luft raus aus dem Radi und die Flüssigkeit sackt dann nach. So, und für das letzte bisschen nehme ich wieder die Spritze. Ich habe mir wieder das Glas vorbereitet, diesmal mit der Kühlflüssigkeit. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass die Luft nahezu draußen ist aus dem System, wenn man in die eine Seite des Schlauchs Flüssigkeit füllt und die andere Seite passt sich vom Niveau her dann entsprechend an. Das kriege ich mit der Spritze leider nicht reingedrückt. Hier ist noch eine kleine Luftblase drin. Also eine kleine, die ist ein bisschen größer sogar als auf der anderen Seite. Aber das holen wir uns ja gleich noch mit dem Durchflussanzeiger wieder raus. Okay, zum Entlüften werden wir jetzt uns angucken, erstmal wie so ein Radiator aufgebaut ist. Man hat immer 2 Anschlüsse und der Radiator an sich ist dann in 2 Teile aufgeteilt. Normalerweise ist es so, dass die Hälfte in eine Richtung den Fluss leitet bis zu der gegenüberliegenden Kammer. Hier sammelt sich dann das Wasser und fließt dann durch die andere Hälfte wieder zurück.
Das heißt, wenn wir die Luft aus dem System bekommen wollen, müssen wir das beachten und das dann so ein bisschen hin und her jonglieren. Da wir aber die Pumpe im Radiator haben und es ist relativ schwer daran vorbeizukommen mit der Luft, werden wir jetzt das System miteinander verbinden, damit wir andersrum gehen können und die Luft dann letztendlich im Durchflussanzeiger sammeln können, um das Ganze dann fertig zu befüllen. Damit das nicht so ganzes Gefummel wird, denkt dran, die Spritze lieber vorher befüllen. Wenn man beide Hände voll hat, dann befüllt sich so eine Spritze echt nicht so gut. Okay, hier ist natürlich auch noch Luft drin, die müssen wir dann auch noch rausholen. Aber stecken wir das Ganze mal zusammen. Ich bin selber auch ein bisschen gespannt. Zack. Und die andere Seite. Okay. Für uns ist die Luftblase, sieht man ja ganz gut, die wandert jetzt hoch. Und auf der anderen Seite kommt sie dann. Und die Luft, die sich jetzt hier im Durchflussanzeiger gesammelt hat, das können wir dann ganz einfach mit der Spritze wieder auffüllen. Okay, das hat auch noch eine ganze Menge gekommen. Da sieht man jetzt hier einen Schlauch stehen. Das werden wir jetzt auf die gleiche Weise auch wieder bis zum Durchflussanzeiger bewegen, damit wir das dann rausbekommen. Vorher nochmal die Spritze füllen. Okay, da jetzt hier keine Luftblasen mehr aufsteigen und der Radiator beim Schütteln auch nicht mehr plätschert, scheint so ziemlich alle Luft raus zu sein. Ah, da ist so eine ganz kleine Blase, okay. Die holen wir uns auch noch. Na, komm schon. Da ist sie. Das ist jetzt beim Erstbefüllen natürlich erstmal ein bisschen auch ein Geduldsspiel, aber das macht man ja in der Regel nur einmal und dann läuft das System.
Okay. Dann würde ich sagen, dass wir das als nächstes dann einfach mal testen werden. Okay, ich bin auch ein bisschen gespannt. Ja. Sieht gut aus, also der Flussanzeiger dreht sich schon munter. Ein bisschen rauscht es jetzt noch im Radiator. Das ist aber normal, dass jetzt noch so das letzte bisschen Luft aus der Pumpe gedrückt wird. Das dauert in der Regel so 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann hat sich das auch gelegt. Ja, sehr gut. Der große Clou ist jetzt, dass man nach dem Test das Ganze einfach trennt. Okay, es ist ein ganz kleiner Tropfen blaue Flüssigkeit auf der Seite, aber also die Schnellkupplungen sind echt klasse. Die werden wir jetzt dann demnächst für einen Kühlertest verwenden. Einfach tolles System, kann man nicht anders sagen. Und übrig bleibt dann dieser AEO-Loop, den wir jetzt ganz individuell dann in meinen Komponenten anschließen können. Perfekt. Okay, damit wären wir am Ende des Videos. Wir haben jetzt eine coole, individuell erweiterbare AEO, die zugegebenermaßen noch ein bisschen entlüftet werden muss. Aber das ist ja soweit kein Problem, das haben wir ja eben gesehen. Wir werden damit auf jeden Fall demnächst gleich den ersten Test machen, denn Achtung Spoiler, wir haben von AlphaCool einen Eisblock bekommen für unsere Radeon 5700 XT Tai-Chi von ASRock. Das heißt, da werden wir die AEO gleich das erste Mal zum Testen benutzen. Seid gespannt!